Let's get started with the next segment of our talk here. Some questions were brought up during the break, and I want to just kind of address some of those, and then we'll move on to other things. One is... Also während der Pause sind einige Fragen zusammengekommen und ich möchte gerne auf diese Fragen eingehen. All of these things that I'm talking about are based really in the Baha'i writings. Im Prinzip ist alles, worüber ich spreche, in den Bahai-Schriften wiederzufinden. I have a document that is 475 pages of Baha'i extracts. Ich besitze ein Dokument, das etwa 475 Seiten stark ist und voller Bahai-Zitate, So if you want extracts for this, I can give them to you, but because of the time we have, I am focusing on trying to give you the concepts now. Wenn jemand interessiert ist an diese Zitate und so weiter, dann kann ich sie gerne weitergeben. Aber nachdem die Zeit relativ knapp ist, möchte ich lieber auf die Konzepte eingehen. And to help Jian a bit, I broke it down into just 20 pages of key extracts. Und eben mir das Leben zu erleichtern, hat er mir dann aus diesen 475 Zitaten dann ein 20 Seiten starkes Dokument übermittelt. So Jian was so happy that he didn't have to do 475 pages. It was a good strategy. But in between that time, I thought, well, I will make it better for everyone. And so I made it into a good order. I created a table of contents, and then I added a few more quotes, and it ended up 33 pages. And then I sent that to Jian also about 3 days before the summer school. Nach diesen 20 Seiten dachte er, macht jetzt eine Nachbesserung und hat dann noch ein Handout entwickelt dann mit einem Anhang beziehungsweise auch mit einem Inhaltsverzeichnis. Das war aber dann allerdings wieder 35 Seiten stark. So they say Baha'is are the greatest test to one another. So, man sagt immer, dass die Baha'is füreinander die größte Prüfung darstellen. And I just proved that point with Jian. Und er meinte, er habe mich damit geprüft. So, if you want the quotes, we can get them, but we will carry on, and I'm thinking maybe the summer school can make those available to you, either electronically or hard copy. Oh. Sheila, yeah. Oh. Okay, the point was we could make an ebook that could be made available to everyone. So we will work that out. I will talk with the summer school committee to see what is best way to get that material to you. Okay? But then entirely in English. In English. All I have is English. Jian he made a good effort, and so he can share whatever he feels comfortable to share. They're unauthorized. I know, they're not authorized, but so you can say that too. Also, wir können das so machen. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber das hier ist jetzt ungefähr 17 Seiten stark mit Zitaten von Baha'u'llah und Abdul Baha, die alle authentisch sind. Und es gibt aber einen Teil noch von Shoghi Effendi, die in seinem Namen an einzelne Gläubige geschrieben worden sind. Die sind aber nicht autorisierte Übersetzungen, weil ich die nicht auffinden konnte. Und es gibt auch vom Haus der Gerechtigkeit noch Briefe, die im Namen vom Haus geschrieben worden sind, die ich aber noch übersetzen muss. Das heißt, wenn einige unter den Freunden jetzt zufrieden sind mit nicht autorisierten Übersetzungen, dann könnte man auch eine E-Mail-Liste anlegen und ich kann diese Zitate dann per E-Mail weiterleiten. For example, somebody asked, is there a quote that says there is a line between the lower self and the higher self? Eine der Fragen war, gibt es eben so, eine der Fragen war, dass in den Schriften steht, dass es eben
eine Linie gibt, die eben den Menschen zwischen seiner niedrigen und seiner höheren Natur trennt. And so I shared with them the quote that Abdu'l-Baha says, there is a demarcation between this lower self and the higher self. Und ich habe eben Abdul Bahas Zitat verwendet, wo er sagt, dass es eben eine Demarkationslinie, also eine Trennungslinie gibt zwischen diesem niedrigen und höheren Selbst. He says that that the human being is the highest level of darkness, or the highest level of material development. Und er sagt auch in diesem Zitat, dass der Mensch eben auf der höchsten Stufe der Entwicklung der Dunkelheit und des Materialismus steht. And it is at the lowest level of spiritual development. Und es steht an der niedrigsten Stufe der geistigen Entwicklung. And so what the process is we are going from this lowest level out to this highest level. Und der Prozess ist eben, dass wir uns eben aus diesem inneren Kreis eben zum höheren Selbst und Sinn entwickeln. We're going from this lower self to really what we could call our God self. Und wir bewegen uns von diesem niedrigen Selbst hin zu dem, was man auch zu unserem göttlichen Selbst bezeichnen kann. This is the self that God has created us as. Das ist eben dieses Selbst, in dem uns eigentlich Gott erschaffen hat. But we can only realize that self through our own knowing, loving, and obeying capacities. Aber wir können das eben nur dann erkennen, indem wir eben diese drei Fähigkeiten zu erkennen, zu lieben und zu gehorchen anwenden. So I spent most of my career teaching in public schools and universities. Und ich habe den größten Teil meines Lebens damit verbracht, eben an öffentlichen Schulen und Universitäten zu unterrichten. I've given lectures similar to this to university professors and even to elementary school Und students. ich habe ähnliche Vorträge schon vor Universitätsprofessoren, aber auch vor Schullehrern gehalten. I've tried to create concepts that are simple enough that everyone should be able to understand at some level. Und ich versuche, die Konzepte so einfach wie möglich zu halten, damit jeder bis zu einem gewissen Grad eben diese Konzepte eben verfolgen und verstehen kann. And I've tried to use terms that would not alienate any person, even if they're a person who doesn't believe in God. Und ich versuche dann auch immer Wörter und Begriffe zu verwenden, die es vermeiden, dass einer sich irgendwie entfremdet oder sich abkehrt, weil er möglicherweise zum Beispiel eben Atheist ist und nicht an Gott glaubt. And so you may be talking with similar people, and you may need to also realize that if you say, our purpose is to know God, maybe immediately they will have a problem. Und es ist natürlich auch verständlich, dass wenn man dann direkt jemanden konfrontiert mit der Idee, dass der Zweck unseres Daseins Gott zu erkennen ist, dass es plötzlich einmal eben zu Missverständnissen oder Unverständnis führen kann. Just like an infant cannot go immediately to adulthood, you cannot take people from wherever they are way out to here. You have to take them according to their capacity. Und genauso wie man eben einen Säugling nicht sofort überführen kann in das Stadium der Reife, kann man auch einen Menschen nicht sofort mit allen Dingen konfrontieren. Man muss ihn dort abholen praktisch, wo er steht, und ihn dann schrittweise begleiten. And so you have to build upon that capacity. Und man muss halt eben auf diese vorhandenen Fähigkeiten aufbauen. And as they move into the next higher level, then you are in the position to take them to the next higher level. But if you try to take them from an infant to an adult, you will only be frustrated and you will only harm them. You won't help them. Und in dem Ausmaß, wie sich Fähigkeiten entwickeln, kann man sie dann wieder auf die nächsthöhere Stufe der Entwicklung leiten und lenken. Aber wenn man sie versucht, dann direkt aus dem Säuglingsstadium in das Erwachsenenstadium zu bringen, dann wird das nur Frustration erzeugen. So I'm using this language because I think this is language we are comfortable with. But you may have to adjust that language according to the understanding and capacity of the people you talk with. Und ich habe jetzt diese Art der Terminologie jetzt eben verwendet, weil ich glaube, dass wir das alle verstehen. Aber wenn ihr das weitergeben wollt an andere Menschen, dann müsst ihr doch diese
Worte und diese Äußerungen dem jeweiligen Entwicklungsstand der Person gemäß anpassen. So, for instance, when I talk about soul or spiritual, people immediately, especially in the academic and scholarly world, get uncomfortable. Also sobald man eben dieses Wort Seele benutzt, dann erzeugt man damit zumindest schon in akademisch-wissenschaftlichen Kreisen etwas für Unmut und Unwohlsein. So often in my papers, Unbehagen. when I write about this, I am starting off with a dictionary definition of what does soul mean and what does spiritual mean. Das heißt, wenn ich dann eben meine Veröffentlichungen schreibe, dann verwende ich dann auch gleichzeitig dann auch die Erklärung, die man dann in einem Wörterbuch findet, damit es klarer definiert ist. So basically, the soul is defined as an immaterial reality. Im Prinzip wird die Seele definiert als eine nicht materielle Wirklichkeit, nicht materielle Wirklichkeit. And so it is not something we can hold on to, but it has certain attributes that we can relate to. Das ist natürlich eine Eigenschaft, die wir nicht anfassen können, aber es sind sicher Eigenschaften, auf die wir uns beziehen können. And you can use whatever dictionary you like, but generally they're going to come up with these similar definitions. Und egal was für Wörterbücher ihr auch verwendet, wahrscheinlich werden alle zu der ähnlichen Definition kommen. So the soul has the capacity to think. Die Seele hat eben die Fähigkeit, denken zu können. Und The soul has the capacity to feel. die Seele hat auch die Fähigkeit, eben Gefühle zu haben. And the soul has the capacity to act or to choose. Und To act. die Seele hat eben auch die Möglichkeit, eben zu handeln oder zu entscheiden. So when I write about this more psychologically, this domain is called the cognitive domain. Und wenn ich hier die Terminologie aus der Psychologie verwende, dann ist dieser Bereich eben unser kognitiver Bereich. Dafür wird es auch im Deutschen so verwendet. And this area is called the affective domain. Dieser Bereich ist ähnlich wie im Englischen affektiv. And this area has different names, but most scientifically, it's the conative domain, which is the domain of studying volition and will. Das deutsche Wort kenne ich nicht, aber das ist der Bereich, wo eben Willen und Entscheidung eben eine Rolle spielt. So if we use kind of normal language, we would talk about this as our capacity to know. In anderen Worten ist dann dieser Bereich eben der Bereich, wo eben die Fertigkeit des Wissens entwickelt wird. I often identify this with the emotions, Diesen Bereich kann man gleichsetzen mit dem Bereich der Emotionen, Gefühle. and this we identify with the will, our volition. Und diesen Bereich kann man gleichsetzen mit dem Bereich unseres Willens. So that's what the soul is. Das The ist das, soul has these capacities. das ist das, was eigentlich die Seele ausmacht. Die Seele hat diese Fähigkeiten. So even though we're talking about the same thing, if I say soul, it sometimes works better to say each one of us has this innate ability to think, to feel, and to act. Und wenn wir dann generell über die Seele sprechen, ist es vielleicht dann oft einfacher zu sagen, das ist eben der Bereich, wo wir in der Lage sind, eben zu denken, Gefühle zu zeigen und auch zu entscheiden und zu handeln. And for spiritual,
The definition, usually the first one given, is called immaterial. In other words, it's not material. Und wenn man sich die Definition für geistig anschaut im Lexikon, dann kommt dann sofort die Übersetzung nicht materiell. Etwas, was man nicht anfassen kann. So we have a material reality and a non-material reality. Folglich haben wir eine materielle und eine nicht materielle Wirklichkeit. We call our material reality our body. Und wir nennen eben unsere materielle Wirklichkeit unseren Körper. We call our non-material reality our spiritual reality, our soul. Und diese nicht materielle Wirklichkeit ist eben diese geistige Wirklichkeit, unsere Seele. They both meet through the mind. Und beide begegnen sich eben auf der Ebene des Verstandes. Abdu'l-Baha, in one of his talks in Some Answered Questions, calls this area the common faculty. Abdu'l-Baha nennt das in den beantworteten Fragen als diese gemeine Fähigkeit, den allen Wesen gemeine oder dem menschlichen Wesen gemeine Fähigkeit. So he says we have 5 physical capacities, our senses. Wir haben 5 physische Fähigkeiten, unsere Sinne. And I think you know those are to see, to hear, to taste, to smell, to feel. Also im Wesentlichen die Sinnesorgane sehen, hören, schmecken, riechen, tasten. He also says we have 5 spiritual capacities. Aber wir haben auch 5 geistige Eigenschaften oder Fähigkeiten. He says they are imagination, Vorstellung, thought, Gedanken, comprehension, Verstehen, memory, Erinnerung, Gedächtnis. and the 5th one is the common faculty. Und das andere ist eben diesen allen menschlichen Wesen gemeinen Fähigkeiten. And so when we talk about the mind from a physical perspective, we are thinking more about the brain. Wenn wir jetzt eben vom Verstand aus der physischen Perspektive reden, dann dann sprechen wir unser Gehirn an. And that brain is the physical organ that we use mostly for taking that immaterial reality, that spirit reality, and translating that into a physical reality, making my voice vibrate. Das heißt, mit Hilfe dieses Gehirnes übersetzen wir dieses Nicht-Materielle, dieses Immaterielle in etwas Materiellen, was dann eben durch meine Stimme zum Beispiel wahr wird oder Realität wird. So those people who believe the mind is the brain are trying to describe all that is happening now with your minds and my minds according to a physical organ that is really the transmitter for that spirit. So, wenn Menschen sagen eben, dass eben der Sitz des Verstandes das Gehirn ist, dann sprechen wir darüber, dass eben alles, was wir miteinander und untereinander kommunizieren, eigentlich über diese Fähigkeit unseres Gehirns vermittelt wird. So among them, I might say, imagine there is some energy that is communicating with all of us, that we can tap into that energy and we can get knowledge and love and will. Und stellt euch jetzt vor, dass ich euch sage, dass wir eben eine Kraftquelle haben, die eben auf uns einwirkt und mit der wir eben diese Fähigkeiten des Denkens, der Gefühle entwickeln und des Handelns entwickeln können. And that if we just tune up our instrument, we can tap into that energy. Und wenn wir eben unsere Sinne eben fein einstellen, darauf auf diese Kraftquelle, dann können wir uns dieser Kraftquelle anschließen. And many of the materialists will say that's nice fantasy. Aber sehr viele, die materialistisch eingestellt sind, das sind schöne Fantasien. But when I say to them, but I'm talking about a television set. Aber wenn ich dann sage, ja, nehmen wir jetzt zum Beispiel eine Fernsehanlage an. Oh, well, that's different. A television set can take invisible things and translate that into a visual, and you can communicate and such. Oh, that we can accept that, yeah, that, but not that a human being could
take some spirit and translate that. Dann wird sofort akzeptiert, dass eben der Fernseher nicht wahrnehmbare Strahlen eben übersetzen kann in bildliche und auditive Information. Aber gleichzeitig schreiben wir dann uns als Menschen nicht zu, dass wir eben geistige Kräfte eben wahrnehmen können und diese auch mittels unserer Funktionen eben dann auch übersetzen können in etwas Materiellem, Sichtbaren. So we are surrounded by all sorts of information. So, wir sind von allen möglichen Formen von Information umgeben. And if we could tap into that information, we could be super people, have super abilities. Und wenn wir all diese Informationen anzapfen könnten, dann wären wir natürlich Supermenschen. And so if you say, well, I'm doing that with my soul, people will say no. Aber wenn ich sage, ich mache das jetzt mit meiner Seele, werden die Leute sagen, nein. But if I say I'm doing that with my smartphone, they'd say, oh, of course, Aber wenn everyone ich can sage, do ich that. tue das jetzt mit meinem Smartphone, sagen die Leute, ja natürlich. So we realize that we have some false dichotomies operating. Also wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass wir eben auch so falsche Dichotomien haben, die wir immer wieder anwenden. So they're willing to accept a certain reality, but not another In dem reality. Sinne, dass wir eine bestimmte Wirklichkeit durchaus akzeptieren und annehmen und eine andere aber verneinen. So I want to now explain kind of the process we want to use for the next 2 days in terms of exploring these concepts. Und jetzt möchte ich euch diesen Prozess erklären, der notwendig ist, damit wir eben diese Konzepte besser verstehen in den nächsten 2 Tagen. This is the process that the Universal House of Justice has recommended as the learning mode for all of us. Und das ist jener Prozess eben, der eben vom Haus der Gerechtigkeit empfohlen wird, nämlich diese Lernhaltung, die wir alle haben sollten. So the first process is action. Der erste Prozess ist Handeln. And that means we need to act upon whatever knowledge we have and to apply it. Wir sollten eben handeln auf der Grundlage des Wissens, das wir haben müssen, und wir müssen unser Wissen anwenden. Then the second one is reflection, which means we need to reflect upon whatever actions we are doing Das or have nächste, done. das nächste ist Reflexion, das heißt, wir sollten dann auch über unsere Taten, die wir machen, dann und über unser Handeln reflektieren. The third is consultation. We need to consult about our experiences and our reflections. Wir sollten über unsere Reflexionen und über unsere Handlungen eben beraten. And the last one is study, which is what we are doing today. Und Studium, was wir heute machen im Wesentlichen. We are studying how to develop our human potential. Und wir studieren heute, wie wir eben unser menschliches Potenzial eben erforschen können, We are going to entwickeln können. we're Entschuldigung. going to reflect on how we do that. Wir werden darüber nachdenken oder reflektieren, wie wir das machen können. We are going to consult about how we can do that. Und wir werden auch darüber beraten, wie wir das machen können. And we are going to draw on our former actions and we're going to make plans for new actions that will transform us. Und wir werden uns zurückbeziehen auf die Handlungen, die wir früher begangen haben und werden jetzt von dort ausgehend jetzt überlegen, was für Handlungen wir setzen müssen, die uns dann auch verwandeln können, And verändern können. And hopefully we will develop a pattern of this action, reflection, and consultation and study that we will be able to start a process of growth that will continue on and on. Und ich hoffe, dass wir dann in der Lage sein werden, eben ein Muster entwickeln, das auf diesen 4 Punkten basiert und von wo weg wir uns dann eben auf einen Pfad der geistigen Weiterentwicklung begeben können. And that process of growth, again, is moving from here out. Und nochmals eben dieser Prozess unseres Wachstums beginnt von hier, von diesem Punkt weg, hinaus in diesen äußeren Bereich. And as we move further out, we develop greater capacity.
Und je mehr wir uns aus diesen Ringen hinausbegeben, umso größer werden unsere Fähigkeiten. If we know just with our body, which we know from our senses, we know something. Wenn wir jetzt nur unseren Körper über unsere Sinne kennen, dann haben wir ein gewisses Maß an Wissen. If we know from our mind, we know more things. Wenn wir dann unseren Verstand dazu hinfügen, dann lernen wir noch etwas mehr über unseren Körper. But if we can know from our souls, we can transcend all of this knowledge. We include it and transcend it. Aber wenn wir natürlich dieses seelische oder dieses geistige Wissen anwenden, dann können wir all diese Bereiche leicht überschreiten. So this change process, as you move out on any one of these, as you begin to think differently, you begin to feel differently, or you begin to act differently, it starts the change process in your life. Und dieser Prozess dieser Veränderung, der beginnt eben damit, dass man eben anfängt, anders zu denken, anders zu fühlen und anders eben zu handeln. Und das ist jener Prozess, der dann langsam, aber sicher eben dein Leben verändern wird. So, for instance, as you become a Baha'i and learn more about it, you begin to know more. So let's say you learn something new about developing your human potential. Wenn du zum Beispiel jetzt Bahai wirst, dann lernst du vielleicht als erstes eben, wie du eben dein geistiges Potenzial entwickeln kannst. Which may, because you now see or think of yourself differently, you may begin to feel differently about yourself. Und weil du eben jetzt anders geworden bist, hast du auch jetzt eine andere Wahrnehmung von deinem eigenen Selbst. Which will then hopefully cause you to act differently. Und was dann hoffentlich auch dazu führt, dass dein Handeln sich verändern wird. For instance, we have many teachings within the Bahai Faith that are actually pushing us to see, feel, and act differently. Und wir haben ja sehr viele Schriften, die eben uns dahingehend drängen, dass wir eben anders fühlen und handeln als andere. For instance, one of the teachings of the Bahai Faith is the equality of women and men. Einer dieser Lehren ist zum Beispiel die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. This is not a common thinking among humanity. Das ist immer noch keine allgemeines Gedankengut auf dieser Welt. It is requiring us to consciously use our souls to think differently, to feel differently, and act differently. Das erfordert auch die bewusste Anwendung unserer Seelen, um anders eben zu denken, zu fühlen und zu handeln. Now, you can move out on any one of these and it can start the change process. Man kann egal entlang welcher dieser Strahlen eben sich verändern und hinausentwickeln und diesen Wechsel bewirken. So for instance, I may say, women, I start thinking more about it and I think, well, why aren't women equal to men? I mean, they should be equal to men. So I start thinking differently instead of the traditional way of thinking. Ich fange zum Beispiel an, eben mir zu überlegen, warum sollten Frauen nicht gleichberechtigt sein? Warum sollen Männer mehr wert sein oder mehr Rechte haben? Also ich fange zum Beispiel da schon diesen Prozess des anderen Denkens an. But if that's all I do, no change has really happened, no significant change, no real change. Aber wenn es nur auf dieser Ebene bleibt, wird es aber nicht zu einem echten Wandel kommen. I may see women differently, but I still act and feel towards them. Yeah, you're equal, but I'm acting towards you as you're inferior, and I really feel like you're inferior, but intellectually I know you're equal. Das heißt, es kann dadurch sein, dass ich vielleicht jetzt die Frauen ein bisschen anders betrachte, aber in Wahrheit fühle ich immer noch, dass die Frauen eigentlich etwas ungerechter behandelt werden sollten, noch immer. And so until you've transformed your thinking into your feeling and your action, it is not a complete, you haven't made a real change. Bevor eben diese Ebene des Gefühls nicht auch umgesetzt wird in Handeln, wird es nicht zu einem wahren Wechsel oder Wandel kommen.
But moving out on any one of this upsets this because now that I see you, I have to start now. I have a problem because my thinking and my feeling and actions don't go together. So there's a disharmony. There's an upset, a tension in me. Aber egal von welchem Strahl ich ausgehe, zum Beispiel, um bei diesem Beispiel zu bleiben, diese Diskrepanz, was ich jetzt erkenne und fühle, das bringt mich durcheinander und startet einen bestimmten Prozess des Wandels in mir. And so I will need to start adjusting these things to bring it back into Das heißt, harmony. ich muss dann anfangen, auch diese Dinge dann in Übereinstimmung zu bringen, dass es dann auch zu einer Einheit des Denkens und des Handelns kommt. Now, maybe I still think women and feel women are inferior to men, but what if I started acting? I think that, I feel that, but I'm going to start acting towards women as if they are equal. Anders gesagt zum Beispiel, was ist, wenn ich jetzt noch immer fühle, dass eben die Frau unter dem Mann gestellt ist, aber dann bewusst anfange, eben die Frau als gleichberechtigt zu behandeln. Just in that action alone, it will have some effect upon my thinking and my feeling. Allein I will aus- need to ja. bring those into alignment. Allein aus dem Grund, dass ich anfange zu handeln, wird eben mein Denken und werden auch meine Gefühle sich ändern und werden dann in Übereinstimmung kommen. Or I may see the inequality of women and I may feel badly. And again, that way cause me to start the change process. Oder ich erkenne eben, dass Mann und Frau eben nicht gleichberechtigt behandelt werden und ich empfinde oder spüre diese Ungleichwertigkeit und fange an, eben dementsprechend anders zu handeln. And so as you move out on any one of these, it becomes like a pinwheel or like a wind turbine. As it goes out, it starts this wheel in motion. Und man kann eben diesen Prozess vergleichen wie ein Windrad. Sobald ich mich auf eins dieser Strahlen begegne, fängt dieser Prozess der Bewegung an. So the further you move away from, if you're egotistical, you're going to look upon it as, I am the best and everything else are from the self point of view. You're going to have this point of view that isn't going to cause you to grow towards God. You can get locked into one of these stages. Wenn man beim egoistischen Standpunkt bleibt, dann wird man sich immer in diesem Bereich bewegen, aber sich nicht eben hin zu Gott entwickeln können. So I want to talk to you about how do we break out of this cycle? How can we begin to think differently, feel differently, and act differently? Und jetzt wollen wir darüber sprechen, wie wir eben aus diesem Kreis heraustreten können und anders denken, handeln und fühlen können. Or another way to think about it, how can we come to know God more, to love God more, and to obey God In more? anderen Worten, wie können wir Gott erkennen, Gefühle oder Liebe für Gott zu entwickeln und ihm Gehorsam leisten? Or to put it into a different language, how can we become more spiritual? Und anders ausgedrückt, wie können wir zu geistigeren Wesen werden? How can we develop our souls? Wie können wir unsere Seelen entwickeln? Because that is our job in this world. Weil das eben unsere Pflicht in diesem Leben ist. When you were in the world of the womb of your mother, which we all were, Als wir noch, wie ihr alle noch in eben der Gebärmutter unserer Mütter befanden, you were developing all the physical capacities you needed to be successful and to operate in this world. haben wir alle jene Eigenschaften in dieser Gebärmutter entwickelt, die uns ermöglicht haben, eben auf dieser Welt erfolgreich zu sein. You developed your eyes and your ears, even though you couldn't use them in that world. You developed them so that when you came into this world, you could then begin to develop them and use them here. Wir haben zum Beispiel unsere Augen und Ohren entwickelt, die wir aber noch in der Gebärmutter nicht gebraucht haben. Aber sobald wir auf diese Welt gekommen sind, waren wir dann in der Lage, eben diese Organe zu nützen. And God gave you everything. He gave you a path, a pattern to follow so that you would know to put the eyes here, the ears here, and not other way around. Und Gott hat wirklich für alles gesorgt. Eben, er hat dafür gesorgt, dass eben die Augen genau da sich befinden und nicht da und die Ohren eben sich da befinden und nicht Ohren. Er hat für alles ein bestimmtes Muster und eine Form festgelegt. And because we followed that pattern,
we are able to operate well in this world. Und weil wir eben dieses Muster, was uns Gott vorgelegt hat, befolgen, können wir auch auf dieser Welt handeln. Now, God has in this world given us the same story, except we are developing our souls to be born into the next world. Und wir haben jetzt bezogen auf unsere Seele ein ähnliches Muster vorgelegt bekommen, das uns eben ermöglicht, eben uns zur nächsten Welt hin zu entwickeln. We're to develop our spiritual eyes and our spiritual ears and our spiritual members so that we, when we leave this world, as we died from the womb and are born into this world, as we die from this world and are born into that world, we have all of the spiritual capacities, senses and organs we need to be successful in that next world. Und ähnlich wie die Entwicklung in der Gebärmutter entwickeln wir hier unsere geistigen Fähigkeiten oder Sinne, eben mit geistigen Augen zu sehen, mit geistigen Ohren zu hören und so weiter. Und ähnlich wie man eben die Welt der Gebärmutter verlässt, das heißt aus dieser Welt stirbt und in die Welt dieser Wirklichkeit hineingerät, wo man dann eben seine physischen Organe benutzen kann, stirbt man dann körperlich in dieser Welt und tritt in die nächste Welt über eben mit diesen geistigen Organen, die man hier erworben hat. The difference between that world and this world is we have to use our own will to develop those capacities. Und der Unterschied zwischen der nächsten und dieser Welt ist aber, dass wir unseren eigenen Willen benutzen müssen, um diese geistigen Fähigkeiten zu erwerben. That is the wisdom of being in this world. Und das ist auch gleichzeitig die Weisheit, warum wir auf dieser Welt leben. That is the wisdom of having the soul associated with this body. Und das ist auch eben die Weisheit, dass eben dieser Körper eben dass unsere Seele mit diesem Körper verbunden ist. Just like in 9 months in the world of the womb, you could go from a one-cell creature, the lowest of creatures, to the highest form of a creature, a human being, in 9 months. In 9 Monaten wird aus diesem einzelligen Leben eben ein komplexes, perfektes menschliches Lebewesen innerhalb von nur 9 Monaten. You've essentially gone through millions of years of evolution. Und dieser ganze Prozess war natürlich einem Millionen Jahre langen Evolutions- oder Entwicklungsprozess unterworfen. Because that was the ideal condition that God created. Weil das dann schlussendlich jener ideale Zustand war, den Gott erschaffen hat. Having your soul associated with this body allows your soul to develop millions of years of evolution in one lifetime. Und diese Möglichkeit eben, dass diese Seele mit dem Körper verbunden ist, ermöglicht eben die Seele einen Prozess von Millionen Jahren der Entwicklung durchmachen zu können. If we use our body as a metaphor, the way we develop the strength of our body is actually working against gravity. Und wenn wir jetzt dieses Synonym unseres Körpers verwenden, wir können unseren Körper dadurch stärken und Kraft aufbauen, indem wir im Wesentlichen immer gegen die Schwerkraft arbeiten. The more we work against gravity, the stronger our muscles become. Je mehr wir gegen die Schwerkraft arbeiten, umso stärker werden die Muskeln unseres Körpers. So if you carry weight around like me, you get very strong. Das heißt, wenn du sehr viel Gewicht trägst, so wie ich, dann wirst du sehr stark. In the spiritual world, this body actually becomes our gravity. Und in der geistigen Welt ist dann in Anlehnung zu diesem Beispiel ist eigentlich dann unser physischer Körper jene Schwerkraft, die man überwinden muss. It is constantly pulling the soul back here. It's constantly saying, come back to this earth. Es ist jener Körper, der uns ständig versucht, eben wieder da in diesen Mittelpunkt hineinzudrängen und uns ständig sagen möchte, komm zurück auf diese Erde. And so you have to use your energy, your effort, your spiritual energy and effort to overcome that gravity of the lower self pulling you back. Deswegen muss man auch eben diese ganze geistige Kraft und Energie aufwenden, um eben diese physische Gravidität zu überwinden, die einen ständig wieder versucht, hier in diesen Kreis des niedrigen Selbstes zu ziehen. So every time you overcome those passions and desires, your soul gets stronger. Und je öfter du natürlich diese Leidenschaften und Begierden überwinden kannst, umso stärker wird die Seele.
And so lifting a 5-pound weight is like, no problem. Also dann wird auch eben das Heben eines pfundschweren Gewichtes eben zu keinem Problem mehr. Then you get to lift, then you go to a 10-kilo weight. And it's like, oh, this is a little bit harder, but I can do it. Thank you for using kilos now. I did. I figured it out. See, I'm still in the self, the ego, pounds. Aber I'm thinking of pounds here too. das heißt, wenn ich dann als nächstes eben einen 10 Kilo schweren Gegenstand hebe, dann denke ich mir schon, na gut, es ist jetzt ein bisschen schwerer wie vorher, aber ich kann es schaffen. So you can see as you overcome one level of test, you get a harder, heavier test to accomplish, but your strength is stronger. So lifting that 10-kilo weight is no harder than initially lifting that 5-kilo weight. And so the hard time you had to not say something mean to somebody at that point, you don't even think about it next time. You have to have a much harder test. But the next time when somebody says something even hurts you more, then it's like a 10-kilo test. And it's like, oh, I really have to work to love that person. Im Wesentlichen bedeutet das eben, dass wenn wir eine Prüfung eben überwunden und geschafft haben, dann ist die nächste Stufe der Prüfung natürlich wieder um eine Stufe schwieriger. Aber die vorhergehende Prüfung, die wir geschafft haben, bereitet uns bereits darauf vor. Wir haben mehr Kraft aufgebaut, eben um die nächste Prüfung zu schaffen. Wenn zum Beispiel eben unsere erste Prüfung darin besteht, nicht mehr gemein zu sein zu jemandem anderen, dann werden wir zum Zeitpunkt der nächsten Prüfung nicht mehr dieses Problem haben und nicht einmal einen Gedanken daran verschwenden, gegenüber jemandem gemein zu sein. Wir haben dann eine andere Form der Prüfung. Okay, what question? Somehow I don't think your microphone is on. So is it? Okay, try it again. So in Yeah. life, it's not about to become more comfortable, to have more fun and ease, but it's in fact to struggle with more difficult levels. Yes. Er I meint understand you. Ja. Do you want to say in German? Also was ich jetzt verstehe, mitnehme, ist, dass es im Leben nicht darum geht, dass es bequemer, leichter, einfacher wird, was wir uns eigentlich als Mensch so wünschen, sondern dass es darum geht, eigentlich mit größeren Schwierigkeiten, Herausforderungen umzugehen. But let me use this metaphor to explain further. Aber erlaubt mir dieses Beispiel weiter zu entwickeln, um das noch ein bisschen weiter zu vertiefen. If you are concerned about your body and you want your body to be healthy, Wenn du eben deinem Körper sehr viel Aufmerksamkeit schenkst und willst, dass dein Körper sich weiterentwickelt und gesund bleibt, your goal and your greatest happiness is to lift the biggest weight you can lift. dann ist eben das größte Glück, das du erfahren kannst, dass du ein möglichst schweres Gewicht eben And heben so kannst. people who want to build their bodies are going and lifting the heaviest weights they can lift. In diesem Sinne versuchen eben auch die Bodybuilder eben die möglichst schwersten Gewichte heben zu können. And as they do this more and more, their bodies get stronger Und je mehr sie das machen, umso mehr kräftigen sie ihren Körper. and they are happy. Und sie sind glücklich darüber. They want to do this. And this is the same spirit we should have about meeting the test we have spiritually. Und diese Bodybuilder wollen das natürlich, sie wünschen sich diesen Zustand und wir sollten das im geistigen Sinne uns auch wünschen. Wir sollten uns eben geistige Prüfungen wünschen und Hemmschuhe wünschen, damit wir uns eben weiterentwickeln. So to be around people who are loving and kind and supportive, it is no weight to lift. Also wenn wir dann jetzt in einer Umgebung leben, wo alle nett zueinander sind, alle sich gegenseitig unterstützen und so weiter, werden wir
überhaupt keine Schwierigkeiten oder Bürden zu tragen haben. Probably they are lifting you. Wahrscheinlich wirst du sowieso von all den anderen eben getragen werden. So maybe you are helping them to develop spiritual growth. Und vielleicht solltest du eben helfen, ihnen zu But helfen, dass sie geistige Kräfte entwickeln. But you are only going to grow spiritually when you have to deal with all of those spiritual qualities, to be loving with somebody and to be truthful with them when it is difficult to be loving and truthful. Aber du kannst eben nur dann diese geistigen Qualitäten entwickeln, wenn du eben lernst, diese geistigen Qualitäten auch anzuwenden, dass du dann auch wirklich wahrhaftig zu anderen wirst, dass du auch zu allen Liebe zeigst, obwohl sie dich vor einer persönlichen Prüfung stellen. So when you go into the Baha'i community, you may be like someone going into the gym. So maybe when you You go into the Baha'i community, you yes. may be like a Yeah. weightlifter going into a weightlifting Also man kann zum training. Beispiel eben den Eintritt in die Bahai-Gemeinschaft vergleichen mit einem Bodybuilder oder Gewichtheber, der jetzt den Trainingssaal betritt. So there may be a 50-kilo weight over there. Maybe you're not ready for that one. Und da könnte natürlich auch in diesem Trainingssaal eben ein 50 Kilo schweres Gewicht sein, für das du aber noch nicht bereit bist. But if you've gotten used to doing the 10 kilo, maybe it's time you try the 15 kilo. Aber wenn du dann zum Beispiel mit den niedrigen Gewichten anfängst, dann wird es langsam vielleicht auch Zeit, dass du eben dich an dem 50 Kilo Gewicht eben versuchst. Maybe if you've been sacrificing yourself to do this level of service, maybe you should try to go to the next level. Wenn du in Anlehnung an dieses Beispiel eben in der Lage warst, bereits Zeit zum Beispiel zu opfern für eine bestimmte Stufe des Dienstes, vielleicht kannst du dann noch mehr opfern, um auf eine höhere Ebene des Dienstes zu kommen. And to be like the weightlifter, to say, oh, I don't want to go to 15 kilo. No, you want to get to the highest you can. Und, That brings you happiness. und genauso wie der Bodybuilder oder der Gewichtheber eben sich immer höhere Gewichte wünscht, willst du auch auf der geistigen Ebene immer mehr und mehr auf höhere Ebenen des Dienstes gelangen. In fact, most weightlifters try to go to what they call failure until you cannot lift again. Und in Tatsache ist, dass die meisten Gewichtheber bis zu jenem Punkt trainieren, über den Punkt, den sie nicht mehr überwinden können. Also And bis zu jenem Punkt, den sie nicht mehr überwinden können. And I think we are always pushed to failure ourselves. Und we are always pushed to failure, to where we get a test and it's like, I just can't do it. Und wir sind immer wieder, werden wir eben gedrängt, eben Fehler zu machen und wo wir eben einfach das Gefühl und den Eindruck haben, wir können nicht mehr, es geht nicht mehr. But they say that is when you develop your real muscle. Aber das ist jener Punkt, wo man sagt, okay, das ist jener Punkt, wo du jetzt tatsächlich deinen Muskel trainierst. So we need to not think about these things as a hardship any more than somebody who goes running is thinking like, oh, this is a terrible thing. They get an enjoyment out of it. Das heißt, wir sollten eben eine Stufe erlangen, wo wir diese Prüfungen dann nicht mehr als Schwierigkeit eben sehen, sondern wo wir sie eigentlich genießen, genauso wie ein Läufer eben sich im Moment des Laufens nicht überlegt, oh, wie schlecht geht es mir oder wie schwierig es ist, sondern der dieses Glücksgefühl entwickelt, während er läuft. So what I would like you to do, we will be breaking in 4 minutes. I want you to be thinking about what questions would you like to have answered this afternoon, and maybe during the lunchtime to either speak to Gian, to speak to myself, maybe to speak to Colleen, or to come to me just before the session with those questions so that we can kind of organize. I am here to help you become the best person you can become. Also vielleicht könnt ihr euch bis zum Nachmittag einige Fragen überlegen und die sammeln und bitte dann bei Colleen und bei
Rodney abgeben. Bei mir nicht, weil ich habe CLK-Sitzung. No, we have a meeting, so I'm sorry, I Oh, can't okay. convey All the. right. You got So a good please, excuse. also bitte direkt an Rodney und an Colleen bitte, damit wir uns eben am Nachmittag damit befassen können, wie wir eben uns weiter zu besseren Menschen entwickeln können. So Gian has been lifting much weight today. Ja, vielleicht. So Gila is suggesting that perhaps the people write down the questions and then they give them Okay. in written. Good. Also wer möchte, kann sie auch schriftlich stellen und einfach dann die Zettel abgeben bei Rodney oder That would Colleen. Yeah. Even be better. Das wäre vielleicht sogar besser. So this afternoon, I want us to be more relaxed. I want us to have a conversation. Also ich möchte, dass wir heute Nachmittag etwas entspannter sind und dass sich dann wirklich ein Gespräch entwickelt. There is so much we can talk about, but it's kind of like health, or, you know, if we're talking about each one of you have come, and let's say I was a medical doctor like Gian. Und es sind so viele Sachen, über die wir sprechen können. Zum Beispiel gibt es zum Beispiel Gesundheitsthemen, die eben eher einen Bezug zu mir haben als Arzt. So what I've done is I've given you some basic guidelines for health. Und, Physical health is a und in metaphor. Anlegen eben zu Anleitungen, wie man Gesundheit eben bewahrt oder entwickelt, habe ich euch eben jetzt diese geistigen Tools mitgegeben, wie man geistige Qualitäten entwickelt. But each one of you come, you all have the same human body, but each one may have a different need. Und ihr habt alle diesen ähnlichen physischen Körper, aber jeder von euch wird andere Bedürfnisse haben. We are a small group. I would like to be able to speak to what maybe you would like to know more about, what needs you may have, and how our time together might help you to become a better person. Und nachdem wir eine kleine Gruppe sind, möchte ich wirklich, dass wir auf bestimmte Themen schwerpunktsmäßig eingehen, die eben uns helfen, eben zu besseren Menschen zu werden. To be happier. Eben um glücklicher zu werden. And to fulfill your purpose in life. Und im Zweck unseres Lebens eben zu erfüllen. Enjoy your lunch. Mahlzeit.